Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, da nun Wacken vorbei ist, geht es wieder normal weiter mit Vinyl. Und heute war ich auf dem Flohmarkt in Henschel-Ulzburg. Und da gab es tatsächlich mal wieder ein, zwei Sachen, die ich mir geholt habe. Nach dem Intro gucken wir uns an, was. Und zwar starten wir hier mit Tom Jones. Ich habe schon länger danach gesucht, im Prinzip nach dieser Platte. Oder eigentlich nach einer Platte von Tom Jones, wo dieses Lied drauf ist. Ich meine, das Cover ist wirklich... Also es ist, glaube ich, eines der schlimmsten Cover, was ich besitze. Ich meine, den Mut muss man erstmal haben. Sein Gesicht mit dieser Frisur auf dem Cover abdrucken zu lassen, mit dem Gesichtsausdruck. Das ist wirklich... Es ist das Härteste, was ich seit langem gesehen habe, muss ich echt sagen. Aber es ist irgendwie schon wieder so lustig, dass es auch irgendwie Kult ist. Also ein Hammer-Plattencover, echt, muss man sagen. Und zwar habe ich mir das Ding geholt wegen diesem ersten Song. It's Not Unusual. Es ist das Endlied von dem Film Mars Attacks. Falls den Film, ja, falls ihr den nicht kennt, ist ein völlig bekloppter Film, wo Marsianer kommen und anfangen, die Menschen abzuschlachten. Ist total lustig mit massenhaft bekannten Hollywood-Darstellern, und wenn der Film zu Ende ist, kommt aus so einem kleinen Camper Tom Jones raus und fängt an, das Lied zu trällern. Und es ist einfach so eine kultige Szene mit den Vögeln, die auf dem Wagen sitzen und den toten Aliens, die rumliegen. Und dann kommt er da raus und singt diesen Song. Der Song ist einfach irgendwie geil, der macht gute Laune und das ist einfach ein geiler Film. Und der Song passt am Ende wie Arsch auf Eimer. Ist irgendwie ein Hammer. Deswegen musste ich endlich den Song auf Vinyl haben und da ist er. Zack, ich habe auch da endlich einen Haken dran machen können. Ab und an nehme ich mir mal was von Elvis mit. Und zwar ist das hier eine richtig coole Scheibe, wie ich finde. Das ist ein Klappcover und das Witzige ist, hier oben ist die Öffnung. Man kann das Ding hier aufmachen. Knirscht sehr, weil da diese komische Folie drum ist, die sich auch hier schon so löst. Dann haben wir hier ein Bild von Elvis drin. Hinten drauf ist das Ganze dann irgendwie nochmal kopfüber, da muss man das wieder so drehen, dann ist die Öffnung unten. Also sehr merkwürdiges Plattencover, aber was ich sehr, sehr cool finde, es ist ein Doppelvinyl im pinken Vinyl. Ich habe keine Ahnung, ich muss noch mal gucken, wann die Platte erschienen ist. Mega genial, schönes Ding, ist eine Art Best-of und ich habe einfach für 3 Euro... 4 genau, er wollte 6 haben, auf 5 habe ich mich nicht eingelassen und habe dann im Prinzip auf 4 runtergehandelt, weil Elvis ist jetzt was, ich gebe da nicht viel Geld für aus, aber für 4, für das Vinyl, ich habe mal so geguckt, bei eBay liegt die so von 30 bis 40 Euro im Schnitt, also scheint gar nicht so günstig zu sein. Für 4 Euro habe ich da echt nichts falsch gemacht. Elvis, ja, geht irgendwie immer. Und das Teil hier in Pink fand ich irgendwie cool. So, jetzt mal was Cooles. Da war ein Stand, der hatte eine Menge Black Sabbath. Leider alle im schäbigen Zustand. Es waren auch einige KISS-Platten da. Alle geklebt mit Tesa, stellenweise aber mit Original-Innencovern, also ein Kram. Und ich habe mich, weil ich gefragt habe, was die kosten sollen, es war so ein typischer, ich glaube so ein Entrümpler. Ja, die sind ja immer so, auf jeden Fall auf unseren Flohmärkten fernab von jeder Realität. Da kam dann pauschal jede Platte 15 Euro. Und ich so, 15? Musste erstmal schmunzeln, weil da wirklich Schrott drin war, stellenweise, aber auch ein paar Perlen. Und da waren wirklich die Black Sabbath Scheiben, die Perlen. Ich habe mir 2 Scheiben rausgepickt. Die KISS-Scheiben, eine zeige ich euch gleich noch. Ich habe eine KISS-Scheibe mitgenommen, aus einem bestimmten Grund. Die Sabbath-Scheiben waren stellenweise sehr, sehr schlimm von den Hüllen. Die KISS-Platten auch. Es gab Alive 1, Alive 2 und Love Gun. Und die waren geklebt und all sowas. Wirklich nicht schön. Habe ich liegen lassen. Nicht für das Geld. Da bin ich dann nicht so irre. Und habe mich aber für das Album hier entschieden. Ich finde es ja, sehr cool.
Schönes Teil, das Vinyl ist sehr, sehr gut. Hinten konnte ich noch so einen Sticker abtrennen, der war draufgeklebt mit Tesa. Den konnte ich gut ablösen. Das Vinyl ist in einem sehr schönen Zustand. Da konnte ich wirklich echt nicht meckern. Das ist nicht groß zerkratzt, es ist dreckig, ich muss es waschen, aber es läuft. Ich habe schon aufgelegt. Auch hier musste ich einen Sticker vom Label entfernen. Das Ding sieht gut aus und ja, was soll ich sagen, für das Geld, was ich jetzt mit der KISS bezahlt habe, es waren nämlich 22 €, kann ich mich da echt nicht beschweren, weil ich zeige euch jetzt, was der Hammer an der ganzen Sache ist. Ich habe hier nämlich eine Dynasty und zwar Included 5 Colored Poster und die Scheibe selber ist jetzt leider da, habe ich nicht abbekommen. Manchmal kriegt man Edding-Sachen mit Handdesinfektion ab. Leider hier in dem Fall nicht. Das ist fest drauf. Und das Ganze kommt mit Original-Innenhülle. Und ihr seht es schon, nicht nur mit einer sehr schönen Innenhülle, die auch noch gut aussieht, sondern das Poster ist dabei. Und das ist immer ein Hammer. Ich habe jetzt, glaube ich, in letzter Zeit 3 Platten bekommen mit Postern. Und das hier ist wieder ein Original. Und zwar in einem wunderschönen Zustand. Keine Löcher an den Kanten, keine Knicke. Das Ding sieht aus, als wäre es nie aus der Platte genommen worden. Bin ich sehr, sehr glücklich. Ich liebe dieses Motiv. Besonders wie Ace da aussieht. Ich meine, ich habe Ace auf meinem Arm von diesem Motiv. Das ist hier. Und ja, absolut genial. Da kann man nicht meckern. Für 22 € habe ich die Bloody Sabbath und diese Dynasty mit Poster bekommen. Ich glaube, stellenweise kosten die Poster bei eBay schon 20 €. Sehr, sehr schön. Hier leider ein Tesa-Teil. Das ist hier hinten irgendwas draufgeklebt. Das habe ich nicht entfernen können. Da ist das Cover dann angefangen, ein bisschen einzureißen. Habe ich dann wieder rangeklebt. Lasse ich dran. Aber mit Poster sehr, sehr cool. Das war mein kleiner Flohmarkt-Haul, aber jetzt habe ich euch noch was zu zeigen, weil ich habe eine kleine Horror-Story mit Nuclear Blast USA. Und zwar zeige ich euch einmal das Ding hier. Es gibt bei Nuclear Blast USA ab und zu sehr, sehr rare Testpressungen zu kaufen. Das sind dann immer 3 oder 4, wenn überhaupt, die man da bekommen kann. Es gab vom Machine Head The Blackening, einmal normal und einmal The Blackening, diese Sonderedition. Und die besitze ich nicht mal als normales Vinyl. Ich habe leider das Pech gehabt, dass sie ausverkauft war und habe auf Notify Me getippt. Plötzlich abends sitze ich am PC, es kommt eine Mail, zack, verfügbar. 2 Stück noch da, ich bestellt. Das Ganze hat mit Shipping 200 € gekostet, glaube ich. 190 €, glaube ich, in dem Dreh, umgerechnet. Mega krass. Ich habe aber gedacht, mein Gott, bei 3 Stück, die ich bekomme von Testpressungen, die man sonst nirgends bekommt, habe ich gedacht, das ist es mir jetzt einfach einmal wert, weil ich Machine Head Vinyl sammle und versuche da relativ so zu sammeln, dass ich so viel kriege, wie es geht an Pressungen. Und ich habe tatsächlich die Platte bestellt. Sie ist angekommen. Es stand auch auf dem Label dann Machine Head. Ich habe nochmal 30 € oder genau genommen 32 € Zoll bezahlt, was die ganze Platte dann ungefähr um die 220 € hat kosten lassen, was schon völlig absurd ist. Und zu Hause packe ich das Teil aus und dann kam die böse Überraschung. Das ist nämlich das, was ich ausgepackt habe. Municipal Waste, Tango and Trash. Ich habe keine Ahnung, was für eine Band das ist. Das Einzige, was mir geläufig ist, ist, dass wir hier Snake Plissken sehen von Die Klapperschlange, ein John Carpenter-Film. Das fand ich ganz okay, also angelehnt an Snake Plissken. Und es ist auch eine Testpressung. Der Unterschied ist, dass sie 69 $ gekostet hat. Die Machine Head war, glaube ich, irgendwie 105 $, 120 $, halt irgendwie so die Richtung. Und das schon mal der erste Unterschied. Das einzig Coole, was ich bei der Platte abgewinnen kann, man sieht es hier schon, da steht dann Testpressing, Pipapo drauf und ihr habt dann hier diese Scheibe und was ganz cool ist, das zeige ich euch,
ist das Bild. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Da ist ein Bild von Snake Plissken als Totenkopf drauf. Das ist wirklich ganz cool, finde ich ganz nice. Ich hoffe, ihr könnt sehen, ist so wirklich der einzige Punkt, der an der Platte ja nett ist und ja so ein bisschen für mich eine ganz kleine Verbindung hat, weil ich halt John Carpenter mag. Und die Musik da drauf ist eine Katastrophe, wirklich. Kann ich gar nichts mit anfangen. Ist irgendwie Trash, Death Metal ja, der schlimmsten Art. Also ich kann damit nichts anfangen, ist nicht meine Musik. Das Teil habe ich bekommen, anstatt der Machine Head. Das Gefühl, als ich die ausgepackt habe, war so, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Mein gesamter Magen hat sich zusammengezogen, als ich gesehen habe, dass nicht die Machine Head drin ist. Was habe ich jetzt getan? Weil jetzt kommt, eigentlich ist es nicht gut zu machen, weil ich werde diese Machine Head Testpressung nie kriegen. Ich habe hingeschrieben an Nuclear Blast USA, habe gesagt, Leute, was ist da los? Ich habe eine falsche Platte bekommen. Da haben die dann einfach nur geschrieben, ja, tut uns leid, die andere Platte ist nicht mehr zu bekommen. Wir erstatten dir das gesamte Ding. Und ich durfte die behalten. Das bedeutet, ich durfte ja auch den kompletten Preis Zoll für die Machine Head mit Shipping zahlen, die ja wesentlich teurer war als die. Das heißt, ich habe jetzt umgerechnet 32 € für diese Platte bezahlt. Auf dem Zoll bin ich natürlich hängen geblieben. Habe aber wenigstens das Geld für Shipping und für die Machine Head wieder bekommen, die ich nicht habe. Was für mich dann so ein bisschen den Schaden gelindert hat. Aber mir war wirklich echt zum Heulen fast zumute, dass ich diese Platte nie bekommen werde. Mich so auf diese Testpressung von The Blackening, der Sonderedition, die ich nicht habe, gefreut habe und habe jetzt dafür das. Multiple Waste, die ja ich nicht höre, nie hören werde, mit einem relativ coolen Motiv auf der Platte, aber das war's dann auch. Das ist, kann leider den Schmerz, den ich hatte, nicht lindern und ja, wollte ich euch einmal erzählen. Es ist irgendwo gut gegangen. Ich habe wenigstens mein Geld für diese Geschichte wiederbekommen. Habe jetzt eine Platte, die teurer ist für 32 €. Es ändert aber nichts daran, dass es trotzdem für mich 32 € zu viel sind für das hier. Es ist einfach nicht das, was ich haben wollte. Ich brauche diese Platte nicht. Ich behalte sie jetzt lediglich wegen diesem coolen Snake Plissken Bild, was da drauf ist. Und ja, werde meine Machine Head leider nie bekommen. Und das macht mich traurig, muss ich echt sagen. Das war heute wieder ja, so ein bisschen aus meinem Vinylkaufleben, wo auch manchmal eine Menge daneben geht. Auch neulich ist eine And One Life Isn't Easy in Germany Maxi nicht angekommen und der Verkäufer bei Discogs hat sie einfach wieder reingesetzt. Ich habe Gott sei Dank über PayPal mein Geld wiederholen können. Also auch bei Discogs muss man aufpassen, wenn man im Ausland kauft. Die sind alle nicht so nett, wie sie da scheinen manchmal. Das war auch nicht so easy, mein Geld da wieder zu bekommen, weil er wollte mir das Porto abziehen, weil angeblich, ja, das ist ja nicht sein Problem war. DHL hat irgendwie nie versucht zuzustellen, weil das Paket nicht, was stand da, den Auslieferbestimmungen entspricht oder irgend sowas. Also das wurde nie versucht bei mir abzuliefern. Ja, was soll's. In letzter Zeit habe ich ein bisschen Pech, was das angeht, aber dann manchmal auch wieder ein bisschen Glück und finde wieder ein paar coole Sachen auf dem Flohmarkt. Oder ja, ab und zu dann mal auch andere Sachen, wo man dann wieder Glück hat. Diesmal leider zweimal Pech, aber was soll's. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar und ein Abo natürlich, würde mich mega freuen. Und ja, damit heute mit diesem Missgeschick hier. Keep on rockin' und tschüss.